Das Land der wilden Tiere, Stämme und tödlicher Geheimnisse. Der Kongo, die mächtige Lebensader Afrikas, ist der tiefste Fluss der Welt und Heimat unzähliger unentdeckter Wildtiere. Frische Spuren, ein Leopard ist in der Nähe, stellen eine echte Bedrohung für die jungen Gorillas dar. Aber kein Leopard wagt es, sich ihm zu stellen, einem 200 Kilogramm schweren Silberrücken-Gorilla. Dennoch ist dieser westliche Flachland-Gorilla kein gewalttätiges Wesen. Makumba ist ein hingebungsvoller Vater, der sich um 3 erwachsene Nachkommen, 5 Jungtiere und ein Silberrücken-Gorilla-Junge kümmert. Makumba ist der unangefochtene Anführer der Gruppe. Zehn Individuen durchstreifen den Wald, der sich über ein Gebiet von 1/3 der Größe von Manhattan erstreckt, auf der Suche nach Nahrung und neuen Abenteuern. Heute führt Makumba seine Familie zum Flussufer, wo die Bäume voller Früchte hängen. Die jungen Gorillas lieben es, im Wasser zu spielen, solange sie im flachen Wasser bleiben. Tiefes Wasser ist gefährlich, denn Gorillas können nicht schwimmen. Deshalb leben westliche Flachland-Gorillas nur nördlich des Kongos. Sie können den Fluss nicht überqueren. Sie waten nie tiefer als bis zur Hüfte, aber sie haben keine Angst vor Höhen. Während die Weibchen nach Nahrung suchen, passt Makumba auf die Jungen auf. Oben findet ein junges Weibchen eine Frucht, aber ein älteres Weibchen will einen Teil davon. Das junge Weibchen gibt nicht nach. Wer findet, darf behalten. Die Situation spitzt sich an. Da greift Makumba ein, um einen Konflikt zu verhindern. Zwischen vielen Weibchen zu schlichten ist nicht einfach, aber Makumba regiert mit Gelassenheit und weiß, wie er seine Partnerin zufriedenstellen kann. Besonders wenn er merkt, dass sie läufig ist. Wenn er nicht die Initiative ergreift, könnten die Weibchen den ersten Schritt machen. So oder so, die Natur nimmt ihren Lauf. Makumba ist nicht nur ein König, er ist auch jemand, der das Leben zu genießen weiß. Ein weiteres Jungtier hat Appetit auf Termiten, das ideale Dessert nach der Paarung. Seine Tochter kommt hinzu, um zuzuschauen. Sie hat noch nie eine wandelnde Mahlzeit gesehen. Jetzt kann sie mit ihrem Essen spielen. Gorillas benutzen ihre geschickten Finger ohne Tools. Termiten sind ihre größte Beute. Sie ernähren sich hauptsächlich von Blättern, Früchten und Samen.
Macumba macht sich auf die Suche nach seinem Abendessen. Manchmal findet er den idealen Ort zum Fressen außerhalb seines vertrauten Territoriums. Heute entdeckt er eine offene Stelle, aber sie ist von Waldelefanten blockiert. Macumba ist vorsichtig. Die Elefanten könnten angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Als die Gruppe in Ruhe essen kann, wird das Picknick plötzlich durch ein Geräusch unterbrochen. Es könnte ein Leopard sein. Die Jungen suchen schnell ihre Mütter. Aber nein, es ist ein anderer Silberrücken-Gorilla. Es könnte Krieg werden. Macumba muss eine Entscheidung treffen. Wenn er gewinnt, kann er die Weibchen des Verlierers für sich beanspruchen. Aber wenn er verliert, verliert er alles. Nachdem er seine Optionen abgewogen hat, ruft er seine Truppe zurück. Es stellt sich heraus, dass King Kong ein Mann des Friedens ist. Als die Dämmerung hereinbrach, kletterte die Herde auf die Bäume, um ihre Nester zu bauen. Macumba blieb am Boden und bewachte die Herde. Entspannt, aber immer wachsam. Die westlichen Flachland-Gorillas leben im Herzen Afrikas, unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo, wo der Kongo-Fluss fließt, bevor er in den Atlantischen Ozean mündet. Der zweitgrößte Nebenfluss des Kongos, der Ubangi, fließt vom Norden. Hier verbreitet sich der Kongo auf 16 Kilometer und bildet einen riesigen Graben, der die meisten fliegenden und schwimmenden Tiere trennt. Der Kongo spielte eine entscheidende Rolle in der Evolution der Primaten. Als er vor Millionen von Jahren entstand, drängte er die nächsten Verwandten des Menschen nach Norden. Schimpansen sind wie Menschen intelligent und benutzen Werkzeuge. Sie nutzen ihre Intelligenz, um sich Zugang zu einer Vielzahl von Nahrungsquellen zu verschaffen. Aber ihre Lieblingsspeise ist das Fleisch roter Affen. Sie jagen in Gruppen und verfolgen jede Bewegung der Affen. Ein kleiner Fehler reicht aus, um zum Abendessen zu werden. Schimpansen leben in einem strengen sozialen System, einer organisierten, intelligenten und manchmal rücksichtslosen Dschungelbande. Lano, das Alpha-Männchen, ist immer zuerst. Solange jeder an seinem Platz bleibt, läuft alles reibungslos. Aber wenn ein Weibchen es wagt, den Anteil der ganzen Gruppe zu nehmen, wird Lano wütend. Er duldet keinen Ungehorsam, besonders nicht von Weibchen.
Schimpansenfamilien folgen einer strengen Hierarchie, ähnlich einem alten Männerclub. An der Spitze steht das Alpha-Männchen, gefolgt von kleineren Männchen, Weibchen jeden Alters und ganz unten den unreifen Männchen. Unter den Männchen ist Politik alles. Sie bilden Allianzen, um ihre Macht zu erhalten, in der Rangordnung aufzusteigen oder um den Thron zu kämpfen. Sie stärken ihre Beziehungen, indem sie sich gegenseitig pflegen, die Schimpansenversion des Golfspiels. Wenn das Alpha-Männchen zu alt und zu schwach wird, nutzt einer der anderen seine Allianzen, um die Macht zu übernehmen. Diejenigen, die aus dem Spiel ausscheiden, wie die beiden verlassenen Männchen, haben keine Zukunft in der Politik. Die Weibchen haben es noch schwerer. Sie müssen sich vor der Aggression der Männchen schützen. Eine Mutter versteckt sich mit ihrem Jungen im Wald und hofft auf einen Moment der Ruhe. Aber ihre Abwesenheit verärgert Lano. Die Mutter kauert sich hin, um ihren Jungen zu schützen. Stunden später kehrt die Gruppe zurück, um nach Spuren zu suchen. Ein Untergebener schleicht sich näher. Als die Mutter ihn bemerkt, ist es zu spät. Das Jungtier wird gefangen, kann aber entkommen. Lano verfolgt die Mutter und sie wird den Preis dafür bezahlen. Wenn männliche Schimpansen das Alter von 15 Jahren erreichen, beginnen sie, ihre Nachkommen zu quälen. Nur Menschen sind so grausam zu ihren Artgenossen. Schimpansen können wie auch Gorillas nicht schwimmen. Die tiefen Flüsse und starken Strömungen des Kongo halten sie gefangen. Genauso wie das Land die Wasserlebewesen gefangen hält. Die Tiere hier haben sich auf seltsame Weise angepasst, wie der Kongo-Bichir, ein urzeitlicher Fisch, der mit seinem Geruchssinn jagt. Seine hervorstehende Nase hilft ihm, Beute auch dann zu entdecken, wenn sie nur schwach riecht. Im trüben Wasser fangen sie Tetrafische. Das seltsamste Lebewesen ist jedoch der Elefantenfisch. Er hat einen rüsselartigen Schnauzer, mit dem er Würmer aus dem Schlamm gräbt,
und sendet elektrische Impulse aus, um sich zu orientieren. Er baut wie eine Fledermaus ein 360-Grad-Raumbildhauf. Er ist der einzige Fisch, dessen Gehirn im Verhältnis zu seiner Körpergröße so groß ist wie das eines Menschen. Der Kongo fließt weiter in Richtung Kinshasa, schlängelt sich durch Klippen und bildet den Malebo-See, der größer ist als Chicago. Hier schlängelt sich der Kongo wie ein wilder Drache und bildet die Livingstone-Fallsuist mit das größte Wasserfallsystem der Welt mit einer Durchflussmenge von 5-mal so viel wie beim Mississippi. Das Wasser wirbelt heftig, aber an den Rändern hält sich Leben. Löwenköpfige Fische mit Körpern, die so dünn sind wie Papier, widerstehen der Strömung mit ihren flachen Körpern. Sie verstecken sich in Felsspalten, um nicht weggerissen zu werden, und kämpfen um den Schutz ihrer Nester. Der gesamte Kongo ist voller Mikroökosysteme, in denen jeweils individuelle Fischarten leben. Diese wirbelnde Strömung ist der Schmelztiegel der Evolution. Nur 145 Kilometer westlich von Kinshasa fließt das Wasser in den tiefsten Canyon der Welt. Einen Ort ohne Licht und fast ohne Leben. Der Wasserdruck ist 20-mal so hoch wie auf Meereshöhe und die Tiefe beträgt über 200 Meter. Das Wasser ist dick und dunkel, aber es gibt dennoch Leben. Blinde Aale, sie brauchen weder Farbe noch Augen. Wissenschaftler wissen noch immer nicht, was sie fressen und wie sie leben. So wie Ozeane Kontinente trennen, teilt der Kongo-Fluss Zentralafrika in verschiedene Regionen, was die Evolution fördert und die Erforschung erschwert. Bis heute ist der südliche Teil des Flusses eine der am wenigsten erforschten Regionen der Welt. Im Jahr 1933, im selben Jahr, in dem der Film King Kong in die Kinos kam, entdeckten Wissenschaftler eine neue Menschenaffenart. Bonobos, keine King Kongs, sondern sogar kleiner als Schimpansen. Sie leben nur südlich des Kongo und sind völlig anders. Bonobos leben in matriarchalischen Gesellschaften. Die weiblichen Anführerinnen kümmern sich um die jungen Männchen, die zukünftigen Prinzen. Doch schon bald wird er von seiner neugeborenen Schwester in den Schatten gestellt. Einige Bonobos fressen die besten Früchte und machen damit andere eifersüchtig. Eine Gruppe unbekannter Bonobos nähert sich. Wären es Schimpansen, würde ein Krieg ausbrechen. Aber Bonobos lösen Konflikte nicht durch Kämpfe, sondern durch Sex.
Sex dient Bonobos nicht nur der Fortpflanzung, sondern auch zur Konfliktlösung. Unabhängig von Geschlecht und Alter. Alle machen mit und danach bekommen alle etwas zu essen. Männchen neigen eher zu Wutausbrüchen, aber die Weibchen verbinden sich in einer harmonischen Schwesternschaft. Sex hilft ihnen nicht nur, den Frieden zu wahren, sondern auch ihren Status zu verbessern. Der junge Prinz erkennt, dass er wenig Macht hat, während ältere Männchen, obwohl sie keinen Status haben, voller Ehrgeiz sind. Er schikaniert den Prinzen, um an Macht zu gelangen. Die weiblichen Anführerinnen sind unglücklich, aber warten ab, wie sich die Dinge entwickeln. Als sich der Konflikt auf die gesamte Gruppe ausbreitet, ist sie gezwungen zu handeln. Aber sie löst ihn auf Bonobo-Weise. Sanft und liebevoll. Bonobos essen selten Fleisch, aber dieses Mal hat ein Weibchen heimlich eine kleine Antilope gejagt. Es ist selten, dass Bonobos Fleisch jagen, und es wurde bisher kaum gefilmt. Sie teilten die Mahlzeit ohne Streit. Matriarchalische Bonobos sind auf Zusammenarbeit angewiesen, um die Gesundheit der Herde zu erhalten. Wenn Schimpansen Krieger sind, dann sind Bonobos Hippies. Dank ihres Lebens in den südlichen Wäldern, wo Nahrung reichhaltig ist und es keine konkurrierenden Gorillas gibt, müssen Bonobos nicht kämpfen. Die Schimpansen im Norden müssen hingegen mit Gorillas teilen und haben sowohl innerhalb als auch zwischen den Arten Konkurrenz entwickelt. Als der Kongo seinen heutigen Lauf nahm, mag er die ursprüngliche Population in Schimpansen und Bonobos aufgeteilt haben. Der Mensch ist mit beiden eng verwandt. Nach seiner Durchquerung von Kinshasa fließt der Kongo durch eine enge Schlucht und mündet nach einer 5000 Kilometer langen Reise schließlich in den Atlantik. Selbst wenn er ins Meer mündet, behält der Kongo seine Kraft. Sein Süßwasser reicht 800 Kilometer ins Meer hinein und transportiert Schlamm bis zu 20 Kilometer weit. Der Kongo-Regenwald trifft im Pongara-Nationalpark auf das Meer. Der Februar markiert den Beginn der Regenzeit, eine Zeit tiefgreifender Veränderungen, der Schildkrötenzeit. Ein Babyschildkröte schläft ein und wird zurückgelassen. Nachts orientieren sie sich am Mondlicht und am Erdmagnetfeld. Heute ist es zu hell, was die Orientierung erschwert.
Ein kleines Weibchen ist erschöpft, versucht aber dennoch zum Meer zu kriechen. Sie muss ein Stück Holz überqueren und dann die Krabben. Aber heute greifen sie nicht an. Langsam aber sicher, doch nur eine von 1000 Lederschildkröten überlebt die ersten Jahre. Wenn sie überlebt, wird sie in etwa 10 Jahren an genau diesen Ort zurückkehren, ausgewachsen und bereit, Eier zu legen. Wenn ihre Kinder ins Meer zurückkehren, wird der Kongo immer noch neben ihnen fließen. Wildes Sibirien. Versteck der wildesten Raubtiere. Sibirien. Ein riesiges, gefrorenes Land, in dem der Winter endlos scheint. In der eisigen Stille folgt die Natur ihrem eigenen Rhythmus, unerbittlich und doch majestätisch. Dies ist eine Reise zu einem der wildesten und rauesten Orte der Erde. Schnee bedeckt die sibirische Wildnis wie ein weißes Leichentuch. Endlos, still und unerbittlich. Hochaufragende Kiefernwälder erstrecken sich über gefrorene Hügel, ihre Äste sind schwer vom Frost. Der Wind pfeift leise und scharf durch die Bäume und die Sonne, schwach und blass, küsst kaum den Horizont, bevor sie in einem Meer aus Grau verschwindet. Dies ist ein Land, das von Eis geformt und von der Zeit geprägt wurde. Unzähmt, abgelegen und brutal. Das Leben hier blüht nicht, es überlebt. Und doch bewegt sich in diesem gefrorenen Reich ein Geist durch die Bäume. Der Amur-Tiger. Der Amur-Tiger ist die größte Raubkatze der Welt und mehr als nur ein Raubtier. Er ist eine Legende. Mit seinem massigen Körperbau, bedeckt von feuerrotem Fell und schwarzen Streifen, herrscht er allein über den russischen Fernen Ost. Kein Rudel, kein Treib. Nur ein Tier, ein Herz, das gegen die Kälte schlägt. Er kann lautlos zwischen den Bäumen verschwinden und im richtigen Moment wie ein Donnerschlag zuschlagen. Hier draußen, wo die Luft beißt und der Schnee von Geschichten durchtränkt ist, ist dieser Tiger König. Und jeden Tag muss er kämpfen, um auf dem Thron zu bleiben.
Unter dem schneebedeckten Blatterdach regt sich eine andere Art von Überlebenden. Das Wildschwein. Kurz, gedrungen und mit dicken Borsten gepanzert, sind diese Tiere von Natur aus keine Beutetiere. Sie sind Kämpfer. Mit messerscharfen Hauern und einem bösartigen Temperament kann ein ausgewachsenes Männchen es mit Wölfen aufnehmen und sogar einen unachtsamen Tiger verletzen. Sie bewegen sich in engen Gruppen, die Schnauzen nach unten gerichtet und verwandeln den gefrorenen Boden in ein Schlachtfeld aus Hufabdrücken und aufgewühltem Eis. Für den Wald sind sie Bulldozer. Für den Tiger sind sie Fleisch, das in Gefahr gehüllt ist. Der Tiger weiß das. Er beobachtet sie aus dem Schatten. Es ist nur ein leises Geräusch, ein Schnaufen, ein Kratzen von Hufen, und das ist alles, was er braucht. Er verlagert lautlos sein Gewicht und berechnet seine nächsten Schritte. In der Herde befindet sich ein junges Tier, das langsamer ist als die anderen. Es ist nicht schwach, nur abgelenkt. Er duckt sich tiefer, sein Bauch streift den Schnee. Dann hält der Wald den Atem an. Mit einem heftigen Sprung bricht er aus seiner Deckung hervor. Die Wild explodiert, Schnee fliegt, Bäume zittern, die Wildschweine zerstreuen sich in chaotischer Flucht. Eines versucht sich zu drehen und zu kämpfen. Seine Hauer schwingen wild umher. Aber es ist das junge Tier, das ausrutscht. Ein einziger Schlag, ein letzter Atemzug. Stille. Der Tiger steht über dem regungslosen Körper. Nicht triumphierend, nicht grausam, nur lebendig. Das ist alles, was hier draußen zählt. Der Frühling in Sibirien ist nicht subtil. Er kommt mit der Kraft einer aufgetauten Welt. Schnee weicht Erde. Die Bäume, 6 Monate lang stille Wächter, sprießen grün hervor. Flüsse schwellen an. Der Wind dreht von beißend zu sanft, warm und mit dem Duft von aufgetautem Moos und Wildblumen. Wo einst eisige Stille herrschte, ist nun Bewegung. Summen, zwitschern, grasen, graben. Und zwischen den mit Flechten bedeckten Steinen der alpinen Hänge ertönt ein Geräusch, ein hoher Pfiff, schnell und scharf, halb Warnung, halb Ankündigung. Die Pfeifhasen sind wach.
Der sibirische Pfeifhase ist klein genug, um in einer Handfläche Platz zu finden und ein Meister der Extreme. Dieses winzige Säugetier, nicht länger als 18 cm und etwa 120 Gramm schwer, ist ein entfernter Verwandter des Kaninchens, hat jedoch einen stämmigeren Körper, keinen sichtbaren Schwanz und runde Ohren, die wie Münzen an den Kopf angelegt sind. Es lebt in den kältesten, höchsten und kargsten Lebensräumen Sibiriens. Felsige Hänge, alpine Wiesen und subarktische Büschlandschaften, die sich bis in die Berge Jakutiens und des russischen Fernen Ostens erstrecken. Aber lassen Sie sich von seiner Größe nicht täuschen. Das Pfeifhasen ist ein Vollzeit-Überlebenskünstler. Im Gegensatz zu vielen kleinen Säugetieren, die Winterschlaf halten, bleibt das sibirische Pfeifhasen auch während des bitterkalten sibirischen Winters aktiv. Dazu braucht es Nahrung, und zwar für mehrere Monate. Sobald der Schnee schmilzt, beginnt für das Tier ein Wettlauf gegen die Zeit. Jeden Tag im Sommer, von morgens bis abends, schneidet und sammelt das Pika Pflanzen, Gräser, Moose, alpine Kräuter, Wildblumen und schleppt sie zu sonnengehärmten Steinen, wo es sie wie Heu trocknet. Jeder Haufen wird sortiert und in versteckten Spalten, unter Steinen oder in Höhlen gelagert. Im Laufe der Saison kann ein Pika über 20 Kilogramm getrocknete Pflanzen sammeln, fast das 200-fache seines eigenen Körpergewichts. Jeder Haufen wird sorgfältig platziert und oft durch ein Labyrinth aus Steinen und mehreren Fluchttunneln geschützt. Aber es ist nicht nur ein Erntehelfer. Es ist ein Architekt, ein Stratege, ein Wachposten. Mit seinem außergewöhnlichen Gedächtnis und seiner räumlichen Wahrnehmung kartografiert das Pfeifhäschen sein Revier. Es kennt jeden Fluchtweg, jede Spalte und jeden Platz, an dem sich Raubtiere aufhalten. Seine Ohren nehmen das Flattern von Flügeln wahr, noch bevor ein Schatten den Boden erreicht. Seine an die dünne Bergluft angepassten Lungen ermöglichen ihm kurze Sprints, sodass es in Felswände verschwinden kann, bevor ein Raubtier zuschlagen kann. Und sein kurzer metallischer Ruf dient nicht nur ihm selbst als Alarmsignal, sondern auch benachbarten Pfeifhäschen, die ihn hören und darauf reagieren. Und doch lebt das Pika trotz seiner Fähigkeiten in ständiger Gefahr. Wiesel, Füchse, Marder, Falken und Eulen jagen es. Ein später Frost oder ein trockener Sommer könnten seine Nahrungsvorräte vernichten. Und der Klimawandel, der langsam über die Tundra kriecht, droht den Rhythmus seiner Existenz zu zerstören, indem er den Schnee zu früh schmelzen lässt, die Pflanzenzyklen verschiebt oder die Höhlen bei unvorhersehbaren Stürmen überflutet.
Dennoch hält das Pika durch. Der Sommer hält Einzug in der sibirischen Steppe. Die Luft, einst scharf und steril, summt nun vor Leben. Wiesen wogen im Wind. Insekten steigen in Schwärmen aus der Erde empor. Blumen blühen in kurzen, heftigen Ausbrüchen, gelb, violett, weiß, wie Funken auf einer grünen Leinwand. Das Land, kurzzeitig vom Eis befreit, gibt alles, was es hat. Denn hier ist selbst der Sommer nur eine ausgeliehene Zeit. Am Horizont wirbelt Staub auf. Eine Gestalt nimmt Form an, dann viele. Die Köpfe gesenkt, die Nasenlöcher weit geöffnet, die Beine wie Federn. Die Saiga-Antilope ist auf dem Vormarsch. Wenn die Pikas das Flüstern des sibirischen Sommers sind, dann ist die Saiga dessen Donner. Mit ihrer seltsamen, geschwollenen Schnauze, die wie aus einer prähistorischen Malerei stammt, gehört die Saiga-Antilope Saiga tatarica zu den ältesten Überlebenden der Erde. Einst lebte sie neben Mammuts und Säbelzahnkatzen und überlebte Eiszeiten, Dürren und Imperien. Aber noch nie musste sie so gegen Menschen ums Überleben kämpfen. Mit einer Schulterhöhe von etwa 60 bis 80 Zentimetern und einem Gewicht von bis zu 40 Kilo ist die Saiga auf Ausdauer ausgelegt. Ihre ergrößerte, nach unten gebogene Nase ist kein Fehler der Natur, sondern ein Meisterwerk der Anpassung. Die fleischige Schnauze dient als Luftfilter, der den heißen, staubigen Wind im Sommer kühlt und den eisigen Atem im Winter wärmt. Es ist eine lebende Klimaanlage, ein biologisches Wunderwerk. Saigas leben in Herden. Dutzende, manchmal Hunderte, und bewegen sich wie flüssige Muskeln über die offenen Ebenen. Ihre Augen sind groß, ihr Gang federnd, ständig wachsam, ständig auf der Flucht. Zu dieser Jahreszeit bringen die Weibchen ihre Jungen zur Welt, oft Zwillinge. Innerhalb weniger Stunden stehen die Neugeborenen auf. Innerhalb weniger Tage laufen sie. Denn in dieser Welt mit endlosem Himmel und ohne Deckung bedeutet Stillstand den Tod. Raubtiere lauern. Wölfe, Füchse und Steinadler warten auf die Schwachen. Aber die größte Bedrohung für die Saigas trägt weder Fell noch Federn. In den letzten Jahrzehnten haben Wilderei wegen ihrer Hörner, der Verlust ihres Lebensraums und Krankheiten die Saiga-Populationen dezimiert. Einst gab es Millionen von ihnen in Zentralasien und Sibirien. Heute sind es nur noch wenige 100.000 und ihre Zahl nimmt weiter ab.
Der Sommer kommt langsam in die sibirische Arktis. Hier, an den windgepeitschten Ufern der Laptew-See, schmilzt der Schnee nicht, er zieht sich zurück. Widerwillig, verfolgt vom aufgehenden Licht. Die Tundra erwacht in kurzen Blitzen. Kleine grüne Triebe durchbrechen das Eis, Schmelzwasserströme zeichnen silberne Linien in den Permafrost. Und Seevögel kehren zurück, um über den weiten, leeren Himmel zu schreien. Für eines ist es die Zeit des Erwachens. Unter einer niedrigen Schneewehe bricht eine Eisfläche auf. Eine Nase taucht auf, schwarz, breit, dampfend. Dann ein Kopf, Schultern, massive Pfoten. Sie ist wach. Eine Eisbärenmutter, mager und träge vom langen Schlaf, zieht sich aus der eingestürzten Höhle. Ihr Fell ist verfilzt, ihre Augen sind eingefallen, aber ihr Atem ist ruhig. Seit fast 8 Monaten hat sie nichts gegessen, aber während dieser Zeit, im Schoß der Schnees und Dunkelheit, wurde sie Mutter. Hinter ihr tauchen 2 Jungtiere auf. Klein, wackelig, kaum so groß wie Hauskatzen. Ihr Fell ist cremig und weich. Ihre Bewegungen sind ungeschickt. Sie blinzeln gegen das blendende arktische Licht. Dies ist ihr erstes Himmel, ihr erster Geruch von Meer und Moos. Ihre ersten Schritte auf der gefrorenen Welt. Geboren im tiefsten Winter, wog jedes Jungtier weniger als 1 Kilogramm. Jetzt, nach wochenlanger Pflege, sind sie stärker, aber immer noch fragil. Ihre Welt wird ganz davon geprägt werden, was sie in diesen ersten Wochen lernen und ob sie überleben. Ihre Mutter verschwendet keine Zeit. Sie sind Hunderte von Kilometern vom sicheren Meereis entfernt. Sie muss sie über zerklüftete Tundra und auftauende Küsten zu dem Ort führen, an dem die Jagd beginnt, dem Rand des arktischen Ozeans, wo Robben sich sonnen und durch Löcher im Eis atmen. Dort kann sie wieder Nahrung finden. Dort wird ihre Milch reichhaltig werden. Dort haben die Jungtiere vielleicht eine Chance. Aber dies ist kein gewöhnlicher Sommer. Das Eis schmilzt schneller denn je. Die Eisschollen treiben weiter vom Land weg. Beute ist rar, selbst der Rhythmus des Windes fühlt sich falsch an. Dennoch geht sie weiter. Jeder Schritt ist langsam, schwer, anstrengend. Sie dreht sich oft um nach den Jungen zu sehen und stupst sie sanft mit der Nase an. Nach Tagen der Reise findet sie, wonach sie gesucht hat. Das Meer,
Nicht irgendeine Wasserfläche, sondern eine schmale Bucht mit zerbrochenem Eis und felsiger Küste, wo die Arktis still auf das Land trifft. Hier auf zerklüfteten Felsplatten und schattigen Stränden wartet etwas. Dick, langsam und voller Energie, die sie zum Überleben braucht. Stellersche Seeläufe. Riesig, fett, gefährlich. Aber auch Nahrung. Die Eisbärenmutter bleibt am Rand einer kleinen Klippe stehen. Unter ihr ist das Eis in große Brocken zerbrochen, auf denen Seeläufe liegen. Einige sonnen sich, andere tauchen in die eisige Brandung ein und aus. Ihr Gebell hallt über die Bucht, aber sie sind abgelenkt. Ihre Sinne sind durch die Wärme und die Geborgenheit getrübt. Das ist ihre Chance. Sie dreht sich zu ihren Jungen um. Sie sind in den Schnee gesunken. Unten beginnt die Jagd. Sie bewegt sich wie ein Schatten über das schmelzende Eis, geduckt, geduldig, jedes Geräusch berechnend. Ein Fehltritt, ein Spritzer und der gesamte Strand würde im Wasser verschwinden. Aber sie kennt dieses Spiel, sie hat es schon einmal gespielt. Sie nähert sich vorsichtig. 30 Meter, 20. Dann stürmt sie los. Die Stille wird zu Gewalt. Das Eis bricht unter ihrem Gewicht. Seelöwen brüllen und krabbeln durcheinander. Einer rutscht aus, versucht sich umzudrehen, aber es ist bereits zu spät. Mit einem Brüllen, das von den Klippen widerhallt, sie steht über ihm, die Brust hebt und senkt sich, die Schnauze nass. Keine Feier, nur Notwendigkeit. Sie hat getan, wozu sie hierher gekommen ist. Später kehrt sie zu ihren Jungen zurück, das Gesicht fleckig, den Bauch voll. Sie quieken und schmiegen sich an sie, riechen den Duft des Lebens, der Nahrung, des Überlebens. In dieser Nacht unter der tiefstehenden arktischen Sonne essen sie gemeinsam. Nicht viel, gerade genug. In der Wildnis ist das alles, was man bekommt. Gerade genug,
um weiterzumachen. Sibirien ist eine weite, wilde, scheinbar unerschütterliche Fläche, die verändert sich rapide unter dem brutalen Einfluss des Klimawandels. Die Sommer hier sind nicht mehr mild und kurz, sondern heißer, trockener und weitaus zerstörerischer. Sie lösen beispiellose Waldbrände aus, die Millionen Hektar alter Taiga-Wälder verwüsten. Von den östlichen Tannentälern über die zentralen Grassteppen bis zu den eisigen Ufern der Laptew-See ist die Zerstörung unerbittlich und raubt ikonischen Tierarten wie dem Amur-Tiger, der Saiga-Antilope, Braunbären, Schneefüchsen und zahllosen Zugvögeln ihren Lebensraum. Aber nicht nur die Wälder verschwinden, auch der Permafrost, der seit Jahrtausenden gefroren war, taut in alarmierendem Tempo auf und verändert ganze Ökosysteme. Eisbären, deren Überleben vom Meereis abhängt, sind nun gezwungen, längere Strecken zurückzulegen, um zu jagen. Mütter lassen oft ihre Jungen zurück, um verzweifelt die schmelzenden Eisschollen zu erreichen, wo noch Robben zu finden sind. Wenn sie Glück haben. In den südlichen Steppen hingegen sind Saiga-Antilopen und Taimyr-Rentiere mit zunehmend unberechenbaren Wintern, mit dickem Eis und plötzlichen Stürmen konfrontiert, die sie von ihrer Nahrung abschneiden und zu Massenhungersnöten führen. In manchen Jahren grassieren Atemwegserkrankungen in den Saiga-Herden und töten innerhalb weniger Wochen Zehntausende Tiere. Und obwohl die Schutzmaßnahmen zu einem leichten Anstieg der Amur-Tiger-Population geführt haben, bleibt die Lage insgesamt düster. Ohne dringende Maßnahmen gegen den Waldverlust, die Wilderei und die Klimaextreme werden diese Erfolge nur von kurzer Dauer sein. Was sich in Sibirien abspielt, ist nicht nur eine Krise für eine ferne Wildnis, es ist eine Warnung an die ganze Welt. Eines der ältesten und mächtigsten Ökosysteme der Erde zerfällt still und leise, zerstört durch die Veränderungen, die wir in Gang gesetzt haben.